Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Was Ja, geht ab? Und heute ist uns was explizit Nices reingeflattert, nämlich ein neues Video von Dimash Kudaibergen und der Titel lautet Together. Okay. Ja, schon mal erster Eindruck. Er nimmt uns hier mit auf einen anderen Planeten. Macht er das nicht eigentlich jedes Mal, wenn er singt oder was Neues Gesanglich rausbringt? Ne? Er nimmt einen immer mit. Another Dimension. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, schön. Er kommt sozusagen auf einem anderen Planeten an und sieht erstmal... Eine Pflanze. Ja, sie sehen eine Pflanze. Im Endeffekt, ne, Leben ist möglich. Klar, auch heutzutage großes Thema, wer sich für Raumfahrt interessiert. Ne? Grüße gehen raus an alle Abgespaceden da draußen. Und auch die neuen Erkenntnisse, die wir haben, astronomisch, ne, physikalisch etc., da geht so einiges gerade. Und ja, er bearbeitet dieses Thema. Ich gehe mal davon aus, dass er hier bestimmt auch schauspielerisch ganz, ganz toll performen wird wieder. Und ja, bestimmt auch selber mit Regie geführt hat, vielleicht sogar das ganze Ding komplett selber gemacht hat. Ihr Diers wisst darüber wieder besser Bescheid als wir, ne? Wenn ihr was darüber Bescheid wisst, bitte unten in die Kommentare schreiben. Spannung wird aufgebaut. Ja, er weiß genau, wie man das macht. Tolle Kostüme auch. Ja, schön, der Sound ganz, ganz hochwertig. Schon jetzt bei den paar Tönen, die wir haben, ne, man hört die Schritte und so. Also sehr, sehr gut. Nice Sounddesign. Ja, so, und jetzt untersucht er die Pflanze. Let's check. Na klar, Probe nehmen. Ja, nice. Oxygenium. Also kann Sauerstoff produzieren. Positiv. Sehr schön. Ja, cool, auch die Kostüme. Gut gemacht, finde ich. Ja, richtig nice. Sie haben es gefunden. Na, Mission Complete sozusagen. Schönes Ding. When the morning comes a bit too late, and it seems like this cold chilling night is here forever. Auf jeden Fall ist da auch gleich im Weltall Kaffeemaschine am Start. Nee, vielleicht sind sie schon wieder zurück. Vielleicht haben sie da auch schon eine Base. Keine Ahnung, ne? Alle reden ja auch darüber, Marsbesiedlung und, was da nicht für Themen abgehen, wo ich mir persönlich denke, vielleicht sollten wir erstmal eine Basis auf dem Mond haben. So Mars, aber egal. Was Eins nach dem anderen. Ich bin jetzt auch kein Raumfahrer, aber... Erstmal einen Kaffee. Schön, by the way, Kaffee. Erstmal Kaffee, ganz genau. Also, Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich trinke gerade Wasser, aber... Wenn ihr uns unterstützen wollt, ne? Unten, Send us a Coffee. Nehmen wir Link ist in gerne der an. Beschreibung. Und alles geht natürlich auch in unsere Sendung, damit wir euch schöne neue Formate und nice Folgen präsentieren können. Aber zurück zu Dimash. When it feels like you have lost your way in this mundane life, baby. Auch schöne Kulisse. Okay, hier noch mit einem guten Kollegen zusammen. Da sehen sich auch beide sehr ähnlich. Klonmäßig. Ich finde es gerade interessant, dass er sozusagen mit den Handschuhen halt eben das Keyboard spielt. Ich meine, das sind jetzt keine dünnen Fingerhandschuhe, wie wir es schon mal hatten, wie bei Chili Gonzales, wenn er da so ein bisschen auch Show macht und so, ne? Aber Folgen abchecken. Und hier auf dem Planeten ja, so mit den dicken Handschuhen. Aber finde ich cool, so die Kulisse. Spielen ohne Helm auch schwierig, aber ja. Naja, wir drehen jetzt ja keinen Raumfahrerfilm, es ist halt eben Kulisse-Style und so. Und sie wollen ja was mit ausdrücken. Klar muss der Gesang ohne Helm sein. Sicher doch. Hallo! Leute, was ich wenn man denkt. I can tell you I've been here with you. It's a game and there's no shame, my baby. Sing with me and we can make it. Nice Atmo auf jeden Fall. Ja, er fängt auch langsam an, ich sag mal gesanglich, ne? Er fängt langsam an, ne? Sich da reinzusteigern. Ja, klar, wir kennen es aus anderen großen Sachen. Ne? Viele Live-Dinger haben wir auch ein paar schöne Reactions auf unseren beiden Kanälen. Auschecken, gerade wenn ihr Dimash-Fans seid. SOS zum Beispiel. Genau, und auch, welches war das erste Video?
fällt mir der Name gerade nicht ein, ne? Auch ein Auf jeden super Fall Video gewesen. Wäre was Stranger wahrscheinlich auch nochmal Welt. Genau, machen. Stranger, denke ich, wird auch noch auf den Schirm kommen hier zu euch mit einer schönen Reaction. Ja, er startet langsam, so wie wir es kennen, ne? Gediegen und baut ja auch was auf, auch mit Message. Ich frage mich, ob er wieder ein Stück von jemandem anderen interpretiert und singt. Ob das ein bekanntes Stück ist, ne? Bitte wieder reinschreiben, wenn ihr was darüber Bescheid wisst. Und okay, jetzt lasst uns erstmal. There's no shame, my baby. Sing with me and we can make it. Bobby Collar up and sing. Let me help and spread your wings. Stay with me and we will witness the new day. Na, kurz Pause. Die Szene, wo er gerade abhebt, auch weil das Bild zu schief kommt. Ich könnte mir vorstellen, ne, weil das sieht schon ziemlich cool. Das machen wir noch kurz noch ein kleines Stück zurück, wie er so abhebt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Szene in einem Flugzeug gedreht haben. Das kann man sich mieten. Ich würde das so gerne mal machen. Also, ne, einfach die Schwerelosigkeit. Genau, im Sturzflug und dann wird so eine Schwerelosigkeit erzeugt halt. Weil das Flugzeug halt schneller nach unten stürzt, als sozusagen die normale Fallgeschwindigkeit wäre. Und dadurch hebst du sozusagen ab. Ich könnte mir vorstellen, dass er das gemacht hat. Also die Kapazitäten hat er bestimmt. Ne? Wäre natürlich cool. Würde mich interessieren. Für kann natürlich jetzt auch so Gurte oder Schnüre gewesen sein. Aber schön, auch mit der Tasse, ne? Wie sie nicht auf den Boden ankommt. Er geht sozusagen in die Schwerelosigkeit. So alles wird schwerelos. Switch und runtergefahren und die Stimme geht hoch. Ja, auch eine ganz tolle Kontroverse. Ne? Ja. Hier muss man schon wieder auf mehr achten als einfach nur die Stimme. Ja. Ja, einfach weil sich Dimash da garantiert auch bei jedem Bild was bei gedacht hat. Jemand, der so eine hohe Auffassung und tolle Auffassung von Kunst hat wie er, da gehe ich jetzt einfach wirklich mal davon aus. Schön auch die Bilder. Ne? Schön im Mittelpunkt gehalten. Alles andere dreht sich rum, auch hier. Schön, wie er da hochgeht und dann so gehaucht. Ne? Ja. It's about now or never. We'll do everything together. If you want to change your world, let's start today. Auf jeden Fall ist jetzt der Zeitpunkt. Together, now. No. Jetzt starten sie rein sozusagen. Let's start today. Und das scheint ja gerade ein Start von einer Rakete zu sein, oder? Aber nochmal kurz was anderes, weil du siehst Dimash sozusagen mit den Sticks. Ja. Ne? Der andere Kollege ist jetzt an einer E-Gitarre sozusagen, spielt die Mello, hat vielleicht auch mitgesungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel von den Elementen er mit eingebracht hat, aber ich denke, dass sie den vielleicht auch zusammen geschrieben haben, den Song, oder das Video zusammen gemacht. Also da merkt man auch, die beiden haben auf jeden Fall eine Verbindung. Also wer bei Dimash im Video auftauchen darf, der wird schon, ne, denke ich mal, auch von ihm seinen Respekt bekommen und sagen, ey, du hast was auf dem Kasten, komm, wir machen was zusammen. Na, man darf jetzt auch nicht vergessen, wie anspruchsvoll er auf jeden Fall auch ist bei all seinen Sachen. Aber ich finde es ja gerade sozusagen spannend, dass es so ein bisschen klonmäßig aussieht. Ja, so ganz leicht, ne? Dass, Cool, so dass der andere Typ auch ähnlich aussieht wie Dimash. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich mir vorstelle, weil ich ihn auch schon kleine Videos gesehen habe, wie er an den Drums sitzt. Ich weiß nicht, da war er in Amerika, glaube ich, irgendwo, und wo er dann selber auch gedrummt hat. Also Dimash ist ja sehr musikalisch, der beherrscht ja etliche Instrumente und Sprachen auch. Links wie rechts, wie man so schön sagt, kann er, ne? So absolut nice. Und ja, dass es vielleicht so eine Andeutung ist, dass er selbst die Drums eingespielt hat. Okay. Ne? Weil er halt so dann die Sticks in dem Moment halt so hält. Könnte ich mir vorstellen. Wenn ihr was darüber wisst, bitte reinschreiben. Okay. Ja, ne, jetzt die Klontheorie finde ich ganz gut gerade. Ne, so dieses, auch so wie, er guckt so ein bisschen böse, ne, als das runtergenommen wird. Er hat ja eine ganz, ganz tolle Mimik, auch da, jeder Gesichtszug.
erzählt er jetzt schon eine Geschichte, gerade wenn er ein Video dreht. Ne? Das hatten wir bei dem anderen Video auch. Einfach unglaublich. Ich denke mal, wäre er nicht länger geworden, wäre er Schauspieler. Okay, jetzt kommt noch eine persönliche Story mit Also rein. die Rückblende, ne? Also sein Freund sitzt auch bei ihm auf der Couch, während die Frau kommt mit dem Geburtstagskuchen. Und ja, also vielleicht auch das Gesicht hat sich verändert. Die beiden sind jetzt da in einer Extremsituation, ne? Alleine auf einem anderen Planeten. Sozusagen, sie müssen sich aufeinander verlassen, aber wenn es schwieriger wird, werden Stimmungen noch angespannter. Ne, selbst wenn sie gute Freunde sind. Ich glaube, es geht gerade so ein bisschen in die Richtung, so videomäßig zumindest. Und jetzt sozusagen, ne, auch der böse Blick von Dimash, so das zweite Gesicht, ne, so zack, hinter der Maske, hinter dem Vorhang, ne, sozusagen. Okay. Schön gemacht, so für Theaterrhetorik, würde ich jetzt sagen. Ne, so Ja. schön bildlich dargestellt, auch in dem Video, sehr, sehr schön. Ne, also auch nicht mit dieses Überzeugen unbedingt mit Special Effects, sondern mit einer Geschichte erzählen, mit schauspielerische Darstellung und auch wirklich diese Leistung, auch die Ja, dahinter hier ist steckt. vieles kombiniert. Ich bin mal es gespannt, sind ob ich ja recht auch, habe. Es sind ja auch Special Effects. Ja, jetzt über CGI natürlich am Anfang mit dem Space und so, aber es ist jetzt halt nicht, dass die ständig was ins Gesicht kommt und zap und wumm und klar, sondern wir haben hier ganz klare Szenen, wir haben hier die Szenen selber erzählen nochmal eine ganz klare Geschichte. Jetzt bin ich gespannt, ob ich recht habe. Mach nochmal ein Stück zurück. Vielleicht würde ich mir das gerne nochmal genau anschauen mit dem, wo er das Tuch runter. Also auch dieses Rote geht. Schöner Kontrast auch hier auf jeden Fall. Das ist ja an eine Dunkelkammer angelehnt, wo man Fotos entwickelt. Da Ich ist ja interpretiere das gerade ein bisschen wie so die Erinnerungen, die alle in der Dunkelkammer, so wenn man für sich auch ist und so. Man sagt ja auch, abends soll man rotes Licht machen. Manche Menschen machen eine Rotlichttherapie und so. Sage ich jetzt auch nicht weiter dazu, ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht. Immer schön, wenn solche Sachen helfen. Aber so ein bisschen dieses Unterbewusstsein. Ich glaube, das ist so, er geht in diesen Raum rein. Das ist ja klar, wie ein Fotostudio auch natürlich so, aber das ist eine Dunkelkammer. Genau, diese Dunkelkammer und diese Fotos sind alles Erinnerungen. Jedes Foto ist immer eine Erinnerung. Klar. Ist ja klar so. Und er geht sozusagen in seine Erinnerung rein und sucht sich jetzt eine direkte aus, deswegen auch der Switch. Auf den Kuchen. Genau, mit und der jetzt mal schauen, Feier. was die Erinnerung sagt, so ob ich da jetzt richtig liege. I can tell that you'll be here with me. Let us end this game of life, my baby. Sing with me and we can make it. Pop your collar up and sing. Schöne Steigerung. Ne, auch die Erinnerung, er erinnert sich dran so und das gute Gefühl von damals kommt wieder. Der andere Kollege, kurz mal will ich auf das Musikalische eingehen. Wir sehen ihn auch an der Gitarre, wir sehen ihn am Keyboard gerade oder E-Piano. Also auch sehr musikalisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden den Song zusammen gemacht haben. Ne? Beide sehr musikalisch und klar, werden sich auch wahrscheinlich freundschaftlich sehr gut verstehen. Sonst hätten sie jetzt auch das Video nicht gemacht und den Song so. Eine schöne Zusammenarbeit. Sing with me and we can make it. Pop your collar up and sing. You are who you choose to be. Let them wonder you are bringing the new day. If you want to change your world, Okay, jetzt sind sie erstmal in der virtuellen Realität. Ja, vielleicht so als Trainingsprogramm für den Einsatz und etc. und so. Und halt eben, alles klar, die gute Stimmung. Weil jetzt momentan sind sie ja videomäßig auf dem Planeten. Haben die Probe genommen und anscheinend passiert irgendwie gerade ein bisschen was. Du meinst, das ist ein Rückblick? Ja, genau, das ist ja gerade immer noch ein Rückblick, würde ich sagen, oder? Oder meinst du, das ist jetzt schon jetzt? Das ist eine gute Frage. start today. You can take me by the hand and lead the way. It's about now or never. We'll do everything. Auf jeden Fall, das Interieur ist auf jeden Fall auch richtig geil gemacht. So immer die Lichtsetzung von den ganzen Punkten. Ja, extrem gut, ne? Also ganz, ganz hohe Qualität, videomäßig genauso wie musikalisch. Auch ein schöner Song, ich finde auch den Push gerade sehr schön. Ne, da haben wir die Steigerung, was wir am Anfang meinten. Klar, der Song steigert sich, das ist natürlich auch eine schöne klassische Rhetorik. Aber finde ich auch gut, kommt auch gut an, ist gut transportiert, das Gefühl, im Gesamtbild sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob noch seine Opern
Einlage kommt so. Oh, ob er davon was eingebaut hat? Ich hoffe es. es. Ist ja ziemliche Popproduktion. Leute, wenn ihr wissen wollt, ob er das gebracht hat und das Video auch noch nicht kanntet, weil ihr euch mit uns zusammen vielleicht, ich denke wahrscheinlich eher weniger, ihr kennt das Video wahrscheinlich alle schon, mit uns es euch anschaut. Denn natürlich seid mit uns weiter gespannt, ob er jetzt sozusagen nochmal voll ausfährt. Ich hoffe es. It's about now or never. We'll do everything together. If you want to change your world, let's start today. If you want to change the world, let's start today. You can take me by the hand, I'll lead the way. Ja, auf jeden Fall werden ja sozusagen die Szenarien auch immer sehr schön gewechselt. Also diese orange-rote Optik setzt sich ja ganz klar von der Sternatmosphäre gestalterisch ab. Ja. Und das ist auch jetzt hier gerade richtig nices Bild. Also Einfach toll, die Perspektive. Fluchtpunktperspektive. Genau. Auch durch die Linien. Dann auch diese gedrehte Kamera so. Schön hervorgehoben. Einfach schön, auch aus weniger mach mehr wieder. Ne? Ja. Und alles zusammen ergibt halt eben ein völlig eigenes Ergebnis. Ein sehr klares, reduziertes Bild an sich. It's about now or never. We'll do everything together. If you want to change the world, let's start today. Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Da den Gesangspart. Übergang. Ich finde ja auf jeden Fall auch das Equipment, was so das musikalische Equipment, was so ein bisschen auf spacig gemacht ist, finde ich auf jeden Fall cool. Haben sich sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Es sieht nicht billig aus. Ne? Ja. Es gibt manche Serien, wo ich denke, okay, das sieht so billig aus. So. Ja. Aber das hat Format. So. Auch, klar, man sieht es, man sind Motorradhandschuhe, die aber trotzdem nochmal designmäßig verändert wurden. Das wurde richtig gut angepasst, auch mit den Helmen, schön mit den Leuchten von unten und so. Ja. Top. Auch hier, ne, nicht zu übertrieben. Schön in den mittleren Höhen so. Oh, nochmal weit ausgefahren, aus der Brust gesungen. Ganz, ganz klar, so leicht opernmäßig, aber noch nicht ganz. Also wieder so der schmale Grat. Er ist einfach absolute Weltklasse. Lass mal noch mal kurz zurück machen, ne? Oh, wie er schön auch mal die Stimme ausfährt. Hier scheint er irgendwie so einer Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht die eigenen Erinnerungsverzwickungen, ne? Wenn man nur selber so Sachen hat, wo man vielleicht sich gerade was klar wird, Erinnerungen kommen, die und wie die zusammenhängen. Ist jetzt natürlich eine Theorie. Ist es ein Traum? Ist es ein Traum? Also, ja, okay. Das heißt sozusagen die Ebene zwischen Traum und Realität. Könnte man jetzt auch so gestellt. sehen, ja, oder dass vielleicht das Ganze in so einer Ebene abläuft, ne, so. Da kann man schon wieder so viel reininterpretieren. Das mache ich immer bei schönen Videos. Ne? Da kann man so ein bisschen selber seine Gedanken schweifen lassen. Und gerade wenn es um so eine Entstehungsprozesse geht und wir ja nun auch einen Einblick haben wollen und ein bisschen spekulieren, ne? Wie sind die Sachen gemacht, wie kommt sowas zustande, was sind die Intentionen des Künstlers und natürlich auch die ganze Kameratechnik und. Da kommt so viel einfach zusammen. Das ist halt eben die hohe Kunst in dem Fall dabei, wenn man dann ein Video dreht. Ne? Ja. Auch hier schön mit nochmal, der rote Raum. Ja. Extra eingekreist. Oh, der war nice. Ich mag ja auch seinen ernsten Blick, ne? Also ich könnte ihn mir auch echt in so einer richtig ernsten Filmrolle gut vorstellen. So. Also, ne, er hat auch so einen richtig krassen Blick, auch der reingeht, so dieses Erhabene und so immer auch in diese Weite gucken und zapp. Also sehr, sehr gut. Hier auch schön eingefangen, ne, gut gemacht mit dem Hintergrund.
an den Kollegen, den jungen Mann hier. Wenn ihr wisst, wie der junge Mann heißt, bitte in die Kommentare schreiben. Ich werde es natürlich auch nochmal recherchieren, ist klar. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass sozusagen noch eine zweite Hauptrolle in dem Dimash-Video auftaucht. So viele produzierte Videos von ihm gibt es oft gar nicht so. Wenn, dann hat er aber natürlich große Bühnenshows, wo dann etlich viele Leute mitarbeiten und so. Es ist einfach immer toll und neu und Sensation, was er uns präsentiert. Einfach herrlich. Okay, jetzt wechseln die. Ja, oder er weckt ihn sozusagen auf und so. Und du wirst aus dem Traum aufgeweckt? Ja, der war vielleicht im Kryoschlaf oder keine Ahnung. Aber coole Szene mit der Handbewegung und wie er dann mit der Hand und in dem Moment wird Dimash halt so wach, so einfach toll einstudiert. Das sieht so aus, ne, als ob die Energie halt durch die Scheibe geht. Einfach sehr, sehr gut gemacht. Ja, Sounddesign technisch auch richtig geil, wie das Bummern so gegen die Scheibe und dann wird der Sound gefiltert, also ziemlich nice. Pretty nice gemacht und die Erinnerung, die so zurückgespult. Ja, mit dem Zurückspielen so, und dann die Bilder, es flutet einen selbst so und dann zack, der Switch auf die Augen, einfach mega groß. Hat er hart zurückgeholt. Das finde ich auch richtig gut gemacht. Zusammen kommen sie sozusagen auch zurück. So, auf jeden Fall, die Szene finde ich auch richtig geil gemacht. So. Also das hat krass Qualität. Klar ist natürlich mit Computer gearbeitet, aber hey, komm schon, das kann sich richtig gut sehen lassen. Und auch schön, ne? Beide müssen sozusagen aktivieren, um halt zurückzukommen. Deswegen auch das Together. Ne? Manchmal bedarf es halt eben Teamwork. Aber die Erde ist hier auf jeden Fall das nächste Ziel. Naja, ich denke mal nach Hause. So. Okay. Ich glaube jetzt nicht, dass sie von dem Planeten kommen und jetzt mal die Erde auschecken wollen. Ich gehe mal eher davon aus, dass sie da auf Mission waren, die Pflanze gefunden haben. Und jetzt geht's zurück. Irgendwie ist vielleicht ein bisschen was passiert. Ne? Ja. Sie haben sich gegenseitig geholfen, gerettet und können jetzt zusammen wieder halt zurück. Ne? Auch als die Freunde, als das Team, was sie sind, die da hochgeflogen sind. Also, cooles Ding einfach. Und Abflug. Nice. Pretty nice. Ja, schön. Ja, auch ein schönes Bild so. Ja, tolles Bild, was das Video gezeichnet hat. Ne, ein schöner Song. Er hat sogar seine Stimme nochmal ausgefahren. Ja. Schöne Sache. Ich hatte drauf gehofft. Schön in den Mitten sozusagen. Und ja, das war's von uns. Hittet die Glocke. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, ne, wenn es heißt Klang mit Reaction und was wir sonst alles so rausholen und entdecken, dank euch oder auch weil wir selber recherchieren. Ansonsten neues Format auschecken, ne, Klangbild Production. Da werden wir Beats bauen und euch ein bisschen mitnehmen. Auf jeden Fall, wenn ihr Beats braucht, das bringt mich dazu, wendet euch an Sweeney Man. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr epische Melodien braucht oder vielleicht auch Unterricht, solange ich noch was frei habe, könnt ihr mich immer trotzdem auch anschreiben. Ne? Manchmal dauert es, bis was wieder frei wird. So. Der Tag hat nur 24 Stunden und die Woche 7 Tage. Wisst ihr selber ganz genau. Ne? Ihr habt auch gut zu tun. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bleibt dabei. Ne? Und ihr kennt ja den Endslogan. Einschalten, liken, weiter verteilen. Das war's von uns. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.